Na Hein, schön so eine Bootstour, war? Ja, es ist was Herrliches, ne? Und so bannig schauerlich und so viele Menschen hier. Was wollen die hier alle eigentlich? Du, ich glaube, dich wollen sie nicht sehen. Du, sag mal Hein, mir ist was aufgefallen. Hast du da eigentlich so einen Tiger in deinem Tank? Das brüllt immer so, wenn du Gas gibst. Das ist der geklaute Motor von meinem Schwager. Ach so. Du, gibst noch mal ein Bier rüber. Jo, warte mal. Prost. Ja. Oh, guck mal, da kommt so ein ollen Fischkutter. Nee, das ist kein Fischkutter, du. Das ist ein ganz altes Motorrettungsboot. So eine haben sie in den 30er Jahren benutzt. Ne, die waren damals schon froh, dass sie nicht mehr rudern mussten. Die hatten so einen kleinen Dieselmotor. Die waren dann so 8 Knoten schnell, also noch nicht so doll. Aber wie gesagt, die sind schon nicht mehr so doll nass geworden und brauchten nicht mehr rudern. Ja, aber segeln konnten sie. Ja, wenn der Motor ausfiel, mussten sie segeln. Da hatten sie immer noch ein bisschen bannig Angst vor, ne? Ja, das glaube ich. Guck mal, da kommt noch ein größerer, du. Und der hat so einen komischen Turm, der sieht aus wie so ein U-Boot. Ja, genau. Das ist so ein Schiff, den haben sie in Krieg gebaut, ne? Dann haben sie den Turm von den U-Booten übernommen. Dann konnten sie übers Wasser weiter gucken. Wenn da Leute irgendwo rumgetrieben sind, dann konnten die besser sehen. Oh, guck mal, der hat so komische Farben, hat der. Ja, guck mal, du, das ist jetzt ein Seenotkreuzer, so wie sie in den 60er Jahren gebaut worden sind. Hat allerdings schon die neue Farbe. Ne? Und kannst das sehen hinten, der hat noch so ein lüttes Boot mit, so ein Tochterboot. Ach so. Das haben sie darauf gesetzt, damit sie dann so im flachen Wasser so, ne, so Watt, wenn da dann einer ist, den sie da dann runterholen können. Und diese Schiffe waren nachher schon richtig schnell. Der war dann schon so 24, 25 Knoten schnell. Also 3-mal so schnell wie hier der alte, den wir vorhin gesehen haben. Ja, aber ich bin schneller. Ja, bestimmt. Schneller müde, ne? Das auch. Oh, guck mal da, du. Guck mal, die werden immer schnittiger, du. Aber der hat irgendwie so eine alte, komische Farbe drauf. Ja, das ist noch die Ursprungsfarbe von der Paul Denker. Das ist nachher das erste Schiff, das hat man vollständig in Aluminium gebaut, ne? Weißt du, Aluminium, so ein Leichtmetall. Da haben sie eine spezielle Konstruktion drin, dass der sehr stabil ist. Und ab 1967 werden die Schiffe dann komplett in Aluminium gebaut. Oh, guck mal da, du. Der hat Kanonen oben drauf. Jo, das sind dann die 27 Meter Kreuzer. Die hat man dann so ab Mitte der 80er gebaut. Da hat man dann Löschkanonen raufgesetzt, damit man dann auch mal Feuer auf See löschen kann. Das hat man bis dahin gar nicht so gut gehabt. Und Feuer auf See ist ein echtes Problem. Guck mal, der hat die Heckklappe aufgemacht. Jetzt kommt das Tochterboot raus. Oh, guck dir das mal an, du. Die Tochter trennt sich von der Mutter. Ja, das muss auch mal sein, du. Irre. Guck mal, und jetzt könnte das Tochterboot ganz alleine, ohne den Großen, so einen Rettungseinsatz fahren. Nee, ganz alleine brauche ich ja nicht fahren. Ich komme ja gerne hinten drauf. Nee, wenn du da hinten reinfährst, ne, dann gibt ja nur wieder Bruch und Schrott. Das kennen wir ja schon. Ja, aber die Werkstatt freut sich. Ja, die Werkstatt freut sich, aber sonst auch keiner. Das ist schlecht. Ne, und jetzt könnte das Tochterboot so einen Einsatz, also irgendwie so ein Fischkutter bergen oder so, das könnten die ganz alleine machen. Boah, guck dir den mal an, du. Der hat aber bannig großer, wa? Jo, das ist die Hermann Mawede, der ist 46 Meter lang, der Dampfer. Liegt auf Helgoland, ne? Und der hat als so Besonderheit hinten noch so ein Hubschrauber-Arbeitsdeck drauf. Ein schönes Sonnendeck, du. Oh, herrlich. Nee, das ist für einen Hubschrauber. Dann können Sie mit einem Hubschrauber zusammenarbeiten und dann zum Beispiel einen Notarzt absetzen, Material oder mal eine verletzte Person von da wegholen. Das ist Absicht, dass das da drauf ist. Echt? Also ich hätte jetzt echt gedacht, da kann man noch was anderes abstellen. Kirsten Bier. Ja, aber klar, Kaffee. Ja. Die Schiffe sind für Notfälle, nicht für Kaffeefahrt. Ach so. Oh, guck mal, der ist ein bisschen snittiger, ne? Ja, der ist ein bisschen kleiner und ein paar Jahre neuer. Ne? Das ist die Harro Köpke. Das ist sozusagen das Ostsee-Gegenstück zur Hermann Mawede. Der liegt auf Rügen, 36 Meter lang. Hat aber auch dieses Hubschrauberdeck, ne? Und auch Feuerlöscheinrichtungen und so. Und der soll da so die Fährwege da hinten da, ne? In Mecklenburg-Vorpommern da sichern. Oh, was da denn?
Oh, der kommt ja auf uns zu. Ich glaube, ich fahre jetzt mal ein bisschen weg, du. Oh, Ja, hau mach her. mal ein bisschen Platz. Oh, ja, du. ja, ja, Nee, ja, nee, ja, 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 nicht, dass wir, ne? Nicht, dass wir hier noch in Gewühl Oh, guck mal kommen. da, was ist das denn, du? Was ist das denn? Oh, nee, die knallen zusammen, du, das gibt das nichts. Nee, pass auf, jetzt. Ich glaube, ich rufe mal in Bremen an, dass Ja. die mal einen Seenotkreuzer schicken. Ja. Du, die Yacht säuft ab. Du, Ja, nee, wir hauen jetzt ab, komm. Nee, komm, lass komm. uns mal Nee, weg das, hier. Wir hauen jetzt besser ab. Das lass mal die Profis machen Ja, hier ja, jetzt, ja, ne? ja. Die können das schließlich. Ja, jetzt haben wir einen Seenotfall. MRCC Bremen, also das Koordinationszentrum, ist informiert. Als Hilfe wird jetzt zunächst ein kleines 9,5 Meter Boot geschickt. Diese Boote sind ausschließlich mit freiwilligen Besatzungen besetzt. Die werden jetzt versuchen, die Yacht so weit zu sichern, dass sie den nächsten Hafen erreichen kann. Zur Unterstützung kommt die Berlin dazu. Die wird hierzu ihr Tochterboot nochmal aussetzen, um die manövrierfähig... Gut, weiter versenken, immer gut. Es wird jetzt auch Zeit für die Yacht, dass sie jetzt sicher in den Hafen geleitet wird, um die Yacht vom Totalverlust zu bewahren. Infolge der Kollision kommt es jetzt auf dem Frachter zu einem Feuer. Daraufhin wird die zweite Berlin alarmiert, die wird sich nachher um die Brandbekämpfung kümmern. Da sich aber schon herausgestellt hat, dass auf dem Frachter eine schwer verletzte Person sich befindet und schnelle Hilfe erforderlich ist, wird mit einem Hubschrauber ein Notarzt zur Unfallstelle geflogen, der dann von der Harro Köpke übernommen wird. So, der Notarzt ist sicher auf dem Deck angekommen. Die Berlin beginnt jetzt mit der Brandbekämpfung. Das Feuer soll gelöscht werden, nicht versenken. Und das Publikum soll trocken bleiben. Ja, auch immer wieder ein Problem. Feuer ist aus. Damit wäre die Brandbekämpfung beendet. Die Berlin wird jetzt den Frachter als Geleit zum Hafen zurückführen, falls noch irgendwas passiert. Und damit ist der Einsatz im Groben beendet. Boah, was fand ich was los hier, wa? Das war ein Spektakel, war Hein? Ja, boah, interessant, Aber ne? gut, dass das die Profis waren, die das gemacht haben, ne? Ja, was meinst du, wenn wir das gemacht hätten? Ja, das wäre ja in die Büchs gegangen, da kann ich dir aber sagen. Das glaube ich auch. Du, weißt du, hast du eigentlich eine Ahnung, wer das Ganze jetzt bezahlt? Das kostet ja bestimmt ein Höllengeld, immer die neuen Schiffe und sowas. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, Mutti Merkel zahlt es nicht. Also ich meine, ich habe mal gelesen, dass die sich so von freiwilligen Spenden und Zuwendungen irgendwie finanzieren. Also, dass sie so gar keine Steuergelder kriegen. Hä? Das wäre eine tolle Sache, ne? Ja. Also das zahlen im Grunde so du und ich und Bruder Heinrich so von so ganz freiwillig. Das finde ich schon enorm und klasse. Du auch? Wir beide zahlen das? Ja, du musst mal sowas ins Sammelschiffchen stecken oder so, ne? Oder deine Millionen, die du da auf der hohen Kante hast, vererben. So irgendwann, ne? Ja, okay, dann mache ich das mal gleich, ne? Ja, das ist gut, du. Ich schub's dich dann mal ins Wasser, dann geht das auch ein bisschen schneller mit dem Ja. Erben. Weißt du, war ja richtig schön hier, ne? Und lass uns mal so ein bisschen wieder den entspannten Nachmittag entgegensehen, ne? Ja, lass uns nochmal Lütten nehmen. Lass uns mal nach Hause noch ein Bier und einen schönen Juli, ne? Und Jo. verabschieden wir uns hier. Genau. Jo, tschüss, Leute.